Godard hat gesagt, ein Film, der nicht im Kino gezeigt wird, existiert nicht. Er braucht einen Pass. Ich bin Christina Kilian und ich bin Filmemacherin. Hallo Christina, ich freue mich sehr, dich heute hier in Frankfurt begrüßen zu können. Wir sind im Bahnhofsviertel im Hotel Nizza und sprechen über deinen Film Which Way to the West. Ist das ein guter Ort, um über deinen Film zu sprechen? Eigentlich ein sehr guter Ort, weil zum einen gibt es im Film Aufnahmen, die ich gemacht habe bei einem Dreh in Papua-Neuguinea, die ich komplett nur in Hotelzimmern gedreht habe, und diese kleinen Schnipsel finden sich immer wieder im Film. Und noch eine andere Referenz, der Film von Godard, auf den sich mein Film bezieht, Allemagne 9-0, der endet in einem Hotel. Also in meinem Film geht es um eine Regisseurin, die zum Mauerfall, zur Wende, zum Jubiläum, einen Film über den Film von Godard machen soll oder möchte. Und in dem Film von Godard geht es eigentlich um diese Zeit nach der Wende. Und für ihn war das Spannende an Deutschland, dass es wie so ein Geisterreich war. Plötzlich die alten Grenzen sind einfach aufgehoben und die Orte verändern sich. Und die Regisseurin begibt sich so ein bisschen auf die Spuren dieses alten Filmes, geht an Orte und findet immer mehr auch in dem Film über den Dreh heraus. Also sie findet ganz viel über ihr Idol oder über das große Idol Godard, der ja schon so eine Legende ist, heraus. Und er ist bei dem Dreh gescheitert, hat sich mit dem Team gestritten, die waren alle viel jünger als er. Er hat den Dreh abgebrochen. Und ihr passiert dann in meinem Film Ähnliches. Wieso hast du dich auf die Spuren von Godard begeben und warum Allemagne 9-0? Das ist ja ein Film, der eigentlich nicht so viel rezipiert wird, oder? Ja, also wie ich schon vorhin anmerkte, dass in meinem Film auch Schnipsel aus Papua-Neuguinea sind, wo ich eigentlich einen Film drehen wollte und aber so ein bisschen gescheitert zurückkam, Thema Scheitern. Und ich dann zufällig auf Hans Zischler gestoßen bin, der in dem Film von Godard mitgespielt hat, aber auch mit Godard zusammen Orte recherchiert hat. Und ich zufällig auf ihn gestoßen bin und so seine Filmografie durchgelesen habe und gesehen habe, er hat in einem Godard-Film mitgespielt, der auch noch über Deutschland geht. Und ich wollte eben nach diesem gescheiterten Auslandserlebnis einen Film über Deutschland machen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann gerade nur was erzählen über ein Land, aus dem ich komme. Da kam dann dieser Film, den ich dann auch bekommen habe von Hans, dann von ihm auch diese ganzen Anekdoten über den Dreh gehört habe und ich dann eigentlich sehr interessiert war, sowohl an dem Film, der mir auch wirklich sehr gut gefällt und der so eine Stimmung hat, und aber auch an diesem Fakt, dass Godard einfach auch zweifelt oder auch Momente beim Filmemachen hat, wo er nicht mehr weiß. Und ich in diesem Moment, zurückkommend von diesem Dreh, da sehr gut anknüpfen konnte. Dieses Hotelzimmer, oder das ist ja so ein Fenster, was immer wieder, oder die Vorhänge vor dem Fenster sieht man immer wieder. Warum Papua-Neuguinea? Ich habe eben in diesem Land, wollte ich eigentlich recherchieren über so eine ganz alte deutsche Missionsgeschichte, und es gab so Schallplatten, die mit Sprachen aufgenommen wurden, die Bibel in diese Sprachen, es gibt 800 Sprachen übersetzt. Oh wow. Und darüber wollte ich eigentlich einen Film machen und war dann aber 2 Wochen in diesem Land und habe eigentlich sofort festgestellt, das wird nichts. Und ich war sehr überfordert und habe mich auch sehr selbst hinterfragt. Also ich bin da auch sehr stark gescheitert, einfach an mir selbst, an meinen Erwartungen, an meinem Bild. Und habe sehr viel darüber nachgedacht, was ich hier eigentlich mache. Also ich komme auch wie diese Missionarin in dieses Land und meine erstmal irgendwie in 2 Wochen irgendwas zu verstehen, was, glaube ich, gar nicht geht. Und ich glaube, so das ist einfach auch ein wichtiger Teil in dem Film, weil es mein ganz persönliches Scheitern dann auch nochmal erzählt. Also nicht dieses abstraktere Godard-Scheitern oder das Scheitern der Regisseurin im Film, sondern auch wirklich diese Hotelzimmer waren einfach wirklich das Einzige, was ich da gefilmt habe in dem Land. Weil alles andere erschien mir nicht möglich abzubilden. Und deswegen waren die dann irgendwann auch so aufgeladen und sind deswegen dann auch im Film gelandet. Hans Zischler sagt ja in deinem Film, bitte mach keinen Film über Godard, und dann irgendwie nochmal so Meta. Also er beschwert sich irgendwie so ein bisschen über dieses Meta, was ja auch irgendwie, wenn man
an Godard denkt, hat man direkt dieses Wort Meta im Kopf, Film übers Filmemachen. Und dein Film ist ja auch ein Film übers Filmemachen, aber ich finde, würdest du den Film als Meta bezeichnen? Oder? Wir haben dem ein bisschen entgegengesteuert, eben dadurch, dass wir uns so schon auf eine Emotion beziehen und schon auch diese Emotionen auch sehr ernst genommen haben im Schnitt. Also es gibt zwar, glaube ich, schon sehr viel Humor in dem Film, aber es gibt schon auch eine sehr große Traurigkeit oder auch dieses Scheitern, was auch immer diesen Beigeschmack hat. Deswegen ist der Film schon Meta, aber ich glaube, er ist trotzdem noch narrativ und hat sein eigenes Narrativ und es ist nicht nur so ein ineinander geschachteltes, also er ist nicht nur konzeptuell gedacht, sondern schon auch noch mit der Emotion, die wir erzählen wollen. Was hat es mit dem Titel auf sich? Du hast schon mal angesprochen, dass das auch in dem Godard-Film vorkommt, aber hat es noch irgendwie einen anderen Hintergrund? Ja, irgendwie war das immer so die bestimmende Frage in diesem Film. Also immer so dieses, wo ist der Westen, wo geht es eigentlich lang? Und so ein bisschen geht es der Regisseurin ja auch. Also es ist vielleicht gar nicht so auf das Land Deutschland bezogen, sondern so allgemein, wie finde ich meine Identität als Filmemacherin? Woher weiß ich, wo ich lang gehen soll? Was ist richtig, was ist falsch und so. Wie würdest du dieses Beziehungsgeflecht zwischen Godard, deutscher Geschichte, deine eigene Geschichte, aber dann gibt es ja auch noch die Geschichte von der Regisseurin, ist zwar eine fiktive Geschichte, aber irgendwie ist es ja auch eine Geschichte. Wie würdest du dieses Beziehungsgeflecht beschreiben? Ja, also sie ist 1990 geboren, Godard 1990 gedreht. Sie ist jetzt 30, genauso alt wie Deutschland eigentlich nach der Wende, so ein bisschen als wäre sie so ein Beweis für die Zeit nach der Wende. Und das war auch so ein bisschen, was ich mich so gefragt habe, so wenn ich 1990 geboren bin und direkt nach der Wende, dann bin ich eigentlich die BRD. Und ja, wie es einfach ist für jemand aus Westdeutschland, der nichts damit zu tun hatte, aber trotzdem in diesem Land lebt und eigentlich erstmal so schaut, was ist da, also so. Aber ich glaube, in meinem Film ist es nicht das Hauptthema. Also ich glaube, dass man da schon auch trennen muss. Also ich glaube, da ist Godard konsequenter auf eine Deutschlandreise gegangen als ich. Und ihr begibt euch auch auf eine Reise zu diesen Drehorten, richtig? Ja, und gleichzeitig war es auch einfach so spannend, also fast Filmbilder von ihm nachzuinszenieren. Also zum Beispiel die Kirche in Sacro steht ja 1:1 noch genauso da, wie sie bei ihm auch da gestanden hat. Und da einfach unsere Darstellerin durchwandeln zu lassen, hat für mich auch wieder sowas heraufbeschworen, wie so ein Geist. Also es gibt ja auch der Regisseurin so einen Grund, an diese Orte zu fahren. Also sie hat ja eigentlich keinen Plan, was sie machen soll in diesem Film über Godard. Und dadurch, dass sie an diese Orte geht, passiert aber trotzdem irgendwas. Bist du Godard? Bist du ein Godard-Double? No, I'm Paul. Paul ist Camilles Bruder. Er ist Schauspieler. Er hat sich extra für dich Zeit genommen. Ist er nicht ein bisschen zu jung? Ja, apropos Godard, es gibt da ja auch so eine Anekdote über ihn. Er hat deinen Film Which Way to the West auch gesehen. Ja, also ich und meine Editorin Agatha Wozniak, wir waren sehr mutig und haben einfach mal angefangen, auch das Material quasi aus seinem Film, Allemagne nach Zero, in meinen Film reinzuschneiden. Und haben dann natürlich irgendwann, denkt man über die Auswertung nach und dann Filmrechte. Und dann habe ich mich eben an Godard gewendet oder an seinen Assistenten, was also wirklich sehr schwierig ist, ihn zu erreichen. Und er aber sehr nett ist und ihn Godard weitergereicht hat. Und ich hatte wahnsinnige Angst, dass er natürlich den Film hasst oder mich für immer beleidigen wird. Und dann kam tatsächlich die Mail, dass er ihm sehr gut gefallen hat. Und er richtete mir aus ein Bravo, brava Christina und abfotografiertes Gemälde, über das er noch ein Gesicht gemalt hat. Ich glaube, das macht er ganz gerne mit seinem iPhone so. Vielen Dank, Christina, für das schöne Interview. Danke für die Einladung.